So, wir sind zurück in der Werkstatt und wir haben uns schon einiges um die positive Beschleunigung gekümmert. Jetzt geht es um die negative Beschleunigung, und zwar um die Bremsen, die wir upgraden werden. Und zwar wir haben uns entschieden für ein Big Brake Kit von K-Sport, was eine richtige Beast-Anlage ist. Die will ich jetzt mal zeigen. So, um die neue Anlage einzubauen, muss die alte allerdings erstmal raus. Für Bremsleitungen gibt es immer so eine Art Spezialschlüssel, den man auf jeden Fall verwenden sollte. So, hier seht ihr jetzt mal schön den Unterschied zwischen einer großen Bremsanlage zur Originalen. Das ist die originale Scheibe. Das ist die neue Scheibe, die zwar nur ein kleines bisschen größer ist, aber der originale Bremssattel, das ist ein Einkolben schwimmgelagerter Bremssattel, im Gegensatz zu einem geschmiedeten 6-Kolben Bremssattel. So, wir haben die Anlage jetzt mal testweise eingebaut, damit wir sie einmessen können. Und zwar sieht man es jetzt hier. Wenn jetzt mal den genauen Abstand misst, hat man hier 19,2 mm und hier drüben ziemlich genau 20. Das heißt, wir müssen mit speziellen Unterlegscheiben den Sattel jetzt noch ein kleines bisschen zentrieren. Viel besser. So, wir arbeiten heute mal im Freien. Wir haben uns gestern um die Bremsen gekümmert und heute geht es um noch mehr Sicherheit, um einen Überrollbügel. Und zwar geht es um diesen Schnucki hier. Hallo Simon.
da sieht man, dass die Profis am Werk sind. Das ist ein ganz tolles Verlängerungskabel. So, der Bügel passt leider noch nicht ganz rein, weil wir hier das Blech ein bisschen zuschneiden müssen, damit die hintere Stange hier unten quasi verschraubt werden kann. Da drüben das gleiche. So, jetzt sieht man ungefähr, wie er später sitzen wird. Hier festgeschraubt, da müssen wir noch durchbohren. Und hier, wo wir eben geflext haben, noch da hinten. So, der Überrollbügel ist fest. Einmal hier, da hinten und von unten sieht das so aus und so aus. Und jetzt kommt noch ein bisschen Rostschutz drauf. Ah, er kriegt sich ein. Trotz des Regens haben wir noch alles fertig bekommen. Jetzt sind wir einfach froh, dass wir den Matze ein kleines bisschen sicherer machen konnten und es gleichzeitig noch cool aussieht. Und das nächste Mal geht's zum Driften.